So, wir haben heute ein riesengroßes Problem. Bei diesem Bauteil hat jeder gesagt, das kann man nicht mehr reparieren. Das große Problem dabei, dieses Ersatzteil gibt es nicht mehr. Das ist ein Vorderachsbock von einem Landini-Trecker von 1995. Dieses Ersatzteil gibt es nicht mehr. Das heißt, wenn wir das heute nicht reparieren können, dann kann man diesen Trecker nur noch auf den Schrott schmeißen. Und das ist natürlich wirklich schade. Dazu habe ich einen regelrechten Hilferuf von einem Landwirt bekommen. Der hat gesagt, Manni, kannst du mir da nicht helfen? Ich möchte meinen schönen Trecker nicht auf den Schrott schmeißen. Jetzt muss man so eine Reparatur natürlich sehr kontrovers betrachten. Guss reparieren und Guss schweißen ist ein schönes altes Handwerk. Leider auch ein Handwerk, was die letzten Jahrzehnte wirklich extrem untergegangen ist. Das hat auch damit zu tun, dass in Deutschland wirklich kaum noch Guss produziert wird. Früher wurde gleich bei der Produktion der Guss schon geschweißt. Alte Bauteile wurden geschweißt. Heute repariert dir sowas wirklich keiner mehr. Und solche Bauteile sind natürlich noch mal kontroverser zu betrachten, weil es ist natürlich so, wenn wir das Bauteil schweißen, was wir gleich machen werden, dann ist es so, das Bauteil und der Trecker damit verliert seine Straßenzulassung. Man kann den also nur noch im privaten Bereich nutzen, weil es halt natürlich ein tragendes Bauteil ist. Ich muss aber auch immer ganz klar dazu sagen, mit der richtigen Vorbereitung, den richtigen Elektroden und der richtigen Vorgehensweise habe ich ungefähr eine Trefferquote von 80%, das auch wirklich bei tragenden Bauteilen. So ist es schon, dass man das Risiko irgendwo abwägen kann. Und mit der wichtigste Punkt, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt, sind die Elektroden beim Gussschweißen. Das sind sogenannte Nickel-Basis-Elektroden. Das heißt, der Hauptbestandteil ist Nickel. Und die sind natürlich alles andere als günstig. Ich würde hier nichts Günstiges von Amazon, von eBay, von irgendwelchen kleinen Händlern kaufen. Da muss man wirklich Qualität kaufen. Das heißt, von einem namhaften Fachhersteller. Ich habe Elektroden von Castolin. Castolin-Elektroden gelten somit als das Beste, was man im Bereich der Elektroden überhaupt, aber auch was man beim Gusselektroden kaufen kann. Die sind natürlich nicht so günstig wie irgendwas, was man bei eBay, bei Amazon kaufen kann, aber das ist wirklich richtig Qualität. Ich habe hier Verarbeitungshinweise vernünftig auf der Verpackung. Ich habe hier extra so ein Schweißzusatzhandbuch und hier findet man auch alles, was man wissen muss, Eigenschaften, technische Daten, Anwendung, ganz wichtig, und dann die Verarbeitungshinweise. Und die Verarbeitungshinweise, die sind wirklich auch Gold wert. Im Prinzip hat man in diesem kleinen Büchlein hier eine komplette Anleitung, wie man diese wunderschönen Elektroden verschweißen muss. Da taucht natürlich immer die Frage auf, warum schweißen wir das Ganze mit der Elektrode? Warum nicht mit Wick oder Mack? Würde man doch viel sauberer, ordentlicher hinkriegen. Ganz einfache Sache. Eine Elektrode ist völlig unempfindlich gegen Verschmutzung. Das ist ein Riesenvorteil der Elektrode. Wir haben hier dreckigen alten Guss. Und auf der anderen Seite, die Streckenenergie ist wichtig. Das heißt, wir nehmen eine Elektrode, wir schweißen ein kleines Stück und man sieht, wie schnell das geht mit einer Elektrode. Wenn ich das mit Wick machen würde, dann würde ich deutlich länger brauchen und müsste viel mehr Leistung nehmen. Die Energie, die ich in dieses Bauteil reinpumpe und damit auch die Rissgefahr, die ist viel, viel höher. Die ist bei der Elektrode viel geringer, die ist bei der Elektrode auch viel geringer als beim Mack-Schweißen. Es gibt aber mittlerweile auch zum Gussschweißen für Wick, aber auch für Mack-Zusätze, würde ich aber nicht empfehlen. Ich würde es immer wirklich mit der Elektrode machen, wenn das möglich ist. An der Stelle auch noch einen ganz wichtigen Warnhinweis. Dämpfe vom Elektrodenschweißen sind wirklich extrem ungesund. Und hochlegierte Elektroden, die Dämpfe sind noch mal deutlich ungesünder. Und wenn dann noch verdrecktes Gussmaterial dazu kommt, dann hat man Dämpfe, die man wirklich niemals einatmen sollte. Darum habe ich die ganze Zeit hier ein Frischlufthelmsystem genutzt. Das habe ich auch schon mal vorgestellt, benutze ich seit einem halben Jahr. Und da fühlt man sich wirklich nach 8, 9 Stunden, die man hier mit diesem Guss verbringt, beim Schleifen, beim Schweißen, als hätte man gerade irgendwo einen Waldspaziergang gemacht. Also das ist wirklich richtig gut. Auf der anderen Seite, man sollte da aufpassen. Entweder rausgehen, und selbst beim Rausgehen ist es halt so, die Dämpfe steigen hoch, die steigen einem unter den Helm, die sind hochgradig krebserregend. Also da sollte man wirklich aufpassen, was man da macht. Und wie immer beim Schweißen ist jetzt natürlich auch hier wieder die Vorbereitung das A und O. Ich nehme keine Schrubb- oder Fächerschleifscheibe, ich nehme hier so eine Acti-Rox-Schleifscheibe. Das ist eine Hightech-Fieberschleifscheibe. Man hat einen brachialen Abrieb, man ist also sehr schnell fertig. Man hat null Vibration, was einem irgendwo in die Gelenke geht.
Und der riesengroße Vorteil ist, was man hier abschleift, das ist wirklich grober Staub, das sind fast schon Späne. Das heißt, das Ganze fällt relativ schnell zum Boden. Und so bin ich hier innerhalb von wenigen Minuten fertig. Wichtig ist, dass man hier wirklich konsequent alles rausschleift. Wir wollen den ganzen Dreck rausschleifen, wollen eine schöne, saubere Nahtvorbereitung haben. Das hat natürlich am Ende das Problem, dass wir auch teilweise viel wegschleifen müssen, dass wir oft auch einen großen Luftspalt produzieren. Und dann muss man das Ganze halt immer wieder zusammenstellen, bis man so einen schönen Öffnungswinkel hat. Das heißt, wir wollen eine sogenannte V-Naht haben, einen richtig schönen Öffnungswinkel, wo wir hinterher mit der Elektrode richtig gut reinkommen können. Ich habe teilweise auch von innen noch Phasen angeschliffen. Gerade in diesen Seitenflanken habe ich von innen das Ganze auch noch eingefasst, dass ich hier wirklich von beiden Seiten vernünftig schweißen kann. Und das stellt man immer wieder zusammen und dann ist man ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde war ich hier jetzt schon mit dem Schleifen beschäftigt. Das heißt, das muss man sich immer wieder angucken, immer noch mal wieder markieren, immer noch mal wieder ein bisschen nachschleifen, bis man hier wirklich ein richtig schönes Ergebnis hat, eine richtig schöne Vorbereitung hat. Ich habe mir das Ganze jetzt vernünftig aufgebaut. Ich habe mir so kleine Böcke untergestellt und habe jetzt angefangen mit einem Acetylen-Sauerstoffbrenner das ganze Bauteil warm zu machen. Ich möchte ungefähr, so gibt das auch die Anleitung vor, 100 bis 150 Grad haben. Das heißt, es sind eigentlich sogenannte Kaltschweißelektroden. Es ist aber so, wenn man so eine Naht schweißt und das Bauteil hat so ein großes Volumen, dann zieht die ganze Energie in den Randbereich raus und dann hat man immer wieder diesen Effekt, dass die Naht reißt. Also selbst wenn es Kaltschweißelektroden sind, empfehlen die Hersteller alle, dass man trotzdem das Bauteil auf Temperatur bringt. Das erkläre ich wirklich auch seit Jahren immer wieder und es gibt immer wieder Experten, die sagen, nee, braucht man nicht. Von der Rissanfälligkeit her ist das Bauteil deutlich geringer vom Reißen her, wenn man das Bauteil wirklich auf Temperatur bringt. Auch das Schweißanwendungsbuch, was ich euch eben gezeigt habe, gibt das wirklich auch vor, spricht hier auch von 100 bis maximal 300 Grad. 300 Grad werde ich hier bei dem Bauteil nicht erreichen. Dazu habe ich nicht das richtige Equipment, aber auf 100 Grad kriege ich das Bauteil locker. Und ein ganz wichtiger Punkt ist jetzt hier auch, dass ich die Elektroden rücktrockne. Auch das steht in den Verarbeitungshinweisen, auch das steht auf der Verpackung. Das heißt, die Elektroden gehen bei mir circa eine Stunde in den Backofen mit 150 Grad. Das kommt auf 10 Minuten mehr oder weniger nicht drauf an. Das kommt auch auf einen Grad nicht weniger drauf an. Wir wollen die Feuchtigkeit aus der Umhüllung. Und das ist bei den Elektroden sonst ein Riesenproblem beim Schweißen. Das merkt man also auch gleich beim Schweißen. Und dann können wir unser Bauteil ganz einfach abheften. Das heißt, ich mache kleine Stückschweißungen, dass ich mir das Bauteil erstmal wirklich vernünftig positioniere und ausrichte. Und jetzt gibt es zwei ganz wichtige Punkte beim Schweißen. Das ist A, wir führen hier nur Stückschweißungen durch. Das heißt, immer kleine Stückschweißungen durchführen. Dann schlagen wir die Schlacke ab und dann nehmen wir einen abgerundeten, schönen alten Schlackehammer und dann klopfen wir die Naht ab. Wir wollen die Spannung aus der Naht klopfen. Und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Manche sagen, das ist Schwachsinn. Andere sagen von wegen, das muss unbedingt gemacht werden. Ich habe es mir so angewöhnt und ich mache es auch weiter so. Ich mache es aber auch nicht exzessiv, dass ich hier irgendwie minutenlang auf eine Naht einschlage. Das heißt, ein wichtiger Punkt ist erstmal kleine Stückschweißungen und dann immer diese Schlacke abschlagen und dann die Naht, die Spannung aus der Naht schlagen. Das sind zwei zentrale Punkte, die man wirklich beim Gussschweißen beachten muss. Und jetzt ist es wirklich eine Menge Arbeit, dass man hier eine Naht nach der anderen schweißt, dass man sich das Bauteil immer wieder vernünftig positioniert. Also man sollte nicht irgendwo anfangen mit steigenden oder fallenden Nähten oder mit irgendwelchen Quernähten, die man hier schweißt. Ich versuche mir das Bauteil wirklich immer perfekt zu positionieren, um dann hier alles vernünftig zu schweißen. Die Frage ist natürlich auch, was für ein Schweißgerät braucht man für so eine Gussreparatur? Und das ist wirklich sehr, sehr simpel. Ich habe hier ein 99 € Elektrodenschweißgerät genommen und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Im Prinzip kann jedes Mic-Mac-Schweißgerät, jedes Wick-Schweißgerät heute auch Elektrode schweißen. Wichtig ist natürlich, dass das Gerät vernünftig zündet, also einen vernünftigen Hotstart hat. Das Gerät hat hier nur einen Drehregler. Ich war hier zwischen 105, 115 Ampere, habe das Ganze zwischendurch mal so ein bisschen variiert.
installiert, schweiße die Elektroden am Minuspol und dann wird hier eine Elektrode nach der anderen verschweißt. Und der Witz daran ist, das Gerät hat für 99 € sogar eine Lüftersteuerung. Das heißt, wenn das Gerät jetzt nicht im Einsatz ist, dann ist der Lüfter aus und erst wenn ich anfange zu schweißen, ich habe hier heute 35 Elektroden verschweißt, ich habe nachgezählt, dann ist es wirklich so, dass der Lüfter dann angeht und dass man dann so ein Summen vom Lüfter hört und wenn man wieder aufhört zu schweißen, wie jetzt, das Ganze so ein bisschen abgekühlt von wegen, dann ist der Lüfter wieder ausgegangen und man hat nicht dieses nervige Geräusch. Und das hat natürlich auch mal den riesen Vorteil, dass wenn der Lüfter permanent an ist, dass der hinten halt auch immer die dreckige Werkstattluft anzieht und dass sich da drin absetzt. Das will man natürlich auch vermeiden. Darum ist das natürlich ein weiterer Vorteil neben dem Geräusch, dass man hier so eine Lüftersteuerung mit integriert hat. So, ganz kurz mal für eine Minute den Frischlufthelm abgesetzt. Ich habe jetzt hier die komplette Wurzel fertig geschweißt, hier die Seiten, das sieht sehr, sehr gut aus. Und den oberen Bereich, den habe ich nochmal komplett ausgeschliffen. Die hintere Seite habe ich auch so gelassen, das sieht auch gut aus. Warum habe ich das ausgeschliffen? Ganz einfach, um Fehler zu sehen. Hier oben sind zum Beispiel Fehler drin. Ich wollte gucken, ob ich irgendwo Risse oder Poren habe. Risse und Poren sehe ich hier nicht. Es sind auch so ein paar Stücken hier, ein paar Ungleichmäßigkeiten. Das kommt halt davon. Wenn man immer wieder nur so kleine Stücke schweißt oder so, dann ist das auch ein bisschen problematisch, dass man das so genau und sauber hinkriegt. Und dann ist natürlich am besten, wenn man sowas komplett mit der Schrubbscheibe, beziehungsweise ich habe teilweise auch so eine Curve-Schleifscheibe von Pferd genutzt, das Ganze auszuschleifen. Hier sieht auch schön sauber aus, die Seite. Das ist alles fertig. Hier in dem Bereich werde ich jetzt noch mal komplett nachschweißen und dann ist der schönste Teil, dann können wir schöne Decklaken schweißen. Aber jetzt werde ich es, glaube ich, einmal hinstellen und werde von hier oben so eine schöne Naht reinlegen und dann eine Naht von unten reinlegen. Immer Stück für Stück und immer versuchen sauber zu machen. Aber das Wichtigste ist jetzt geschafft, von wegen das Ganze ist wieder zusammengeschweißt. Wenn ich das Bauteil anfasse, das ist also wirklich gut warm, man kann da gerade mal so drauf touchen, das ist so gerade der Bereich, den wir haben wollen, so um die 100 Grad rum, bisschen mehr wäre vielleicht auch noch schön, ist aber schwierig hier in so einer kleinen Werkstatt mit so einem kleinen Brenner, ich habe halt nur so einen kleinen Acetylen-Sauerstoffbrenner, das damit so warm zu kriegen, aber Hauptsache es hat eine gute Temperatur, damit die Wärme nicht so in den Randbereich abzieht, damit sich hier nicht so Spannungen bilden, weil das ist ja wirklich das Wichtige. Und dann können wir hier weiterhin, man sieht hier schon von wegen so richtig schön, sieht die Wurzel nicht aus, man könnte noch ein bisschen weiter ausschruppen, aber ich will es auch nicht völlig übertreiben. Hier oben werde ich noch mal ein bisschen nachschleifen und dann wird weiter geschweißt. Aber an sich funktioniert das wirklich, wirklich gut. Und das kleine Elektrodenschweißgerät lebt auch noch. Ist, wenn ich schweiße, permanent am Lüften, also ist der Lüfter permanent an. Jetzt habe ich 5 Minuten Pause gemacht und habe das hier ausgeschliffen oder vielleicht auch 10 Minuten. Dann hat sich der Lüfter wieder beruhigt, dann ist das Gerät wieder leise. Also ist Wahnsinn. Bisher hat das auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und man sieht auch, ich habe hier keinerlei Absaugung benutzt, das immer nachzuziehen, das ist sowieso viel zu aufwendig. Und wie gesagt, ich habe hier meinen Frischlufthelm auf von wegen und dementsprechend fühle ich mich wirklich, als hätte ich gerade einen Waldspaziergang gemacht. Das ist also wirklich super. Man riecht nichts, man schmeckt nichts, man hat richtig schöne frische Luft und kann ganz entspannt arbeiten. Der Rauch, der jetzt hier drin ist, der ist hochgradig krebserregend und da ist man froh, wenn man Schutzausrüstung hat, die einen davor schützt. Jetzt schweißen wir hier eine Decklage nach der anderen und ein zentraler Punkt ist dabei wirklich immer, dass man sich anguckt, was man da schweißt. Das heißt, wir reinigen jede Naht nach dem Schweißen, wir klopfen jede Naht nach dem Schweißen ab und man guckt sich das immer an, dass man keine Poren hat, dass man keine Risse hat. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn das Ganze anfängt zu reißen, dann muss man das komplett ausschleifen und muss das Ganze dann später wieder nachschweißen. Das mit der Rissbildung ist wirklich so mit beim Gussschweißen das größte Problem. Rissbildung und Porenbildung. Mit Poren habe ich hier nicht zu kämpfen gehabt, mit Rissen zum Glück auch nicht. Also habe ich viel richtig gemacht und es ist natürlich auch immer ein zentraler Punkt, wie gut die Elektrode ist. Also die Elektrode spielt da auch wirklich eine riesengroße Rolle. So habe ich eine Decklage hier nach der anderen geschweißt. Und man muss immer ganz klar sagen, viele Leute, die einfach nur so Stahlelektroden verschweißen, die mit Gussschweißen keine Berührungspunkte haben, die sagen natürlich, so richtig toll sieht das nicht aus. Ne? Aber eine Gusselektrode lässt sich halt ganz anders verschweißen. Und der riesengroße Punkt ist halt, dass wir immer nur so kleine Segmente schweißen. Und wenn ich dann irgendwann komplett mit dem Schweißen fertig bin, dann ist es so, dass man das Ganze sauber macht.
dass man eventuell mit dem Brenner noch mal ein bisschen Temperatur in das Bauteil reinbringt und dann packt man das ganze Bauteil ein. Ich habe hier in diesem Fall nur eine Schweißer Schutzdecke genommen. Und ich habe einfach noch mal einen Gaslüfter davor gestellt, dass ich hier noch mal ein bisschen Wärme auf das Bauteil bringe. Habe das noch mal so eine halbe Stunde laufen lassen, habe drinnen so ein bisschen zwischendurch aufgeräumt. Dann habe ich meine Schutzausrüstung zusammengeräumt und dann habe ich das über Nacht ausruhen lassen. Und wenn ich das jetzt auspacke, dann hoffe ich natürlich, dass ich hier keine Risse vorfinde. Ich werde das Ganze noch mal ein bisschen nachschleifen, ein bisschen hübsch machen und dann kann das wieder eingebaut werden. Und dann hoffe ich natürlich, dass das Ganze hält. So sieht jetzt mein Endergebnis aus. Ich werde hier gleich noch mal die Kanten schleifen. Ansonsten sieht das wirklich sehr gut aus. Ich gucke hier einmal rüber. Ich kann also jetzt im ersten Moment keine Risse sehen. Es ist jetzt möglich, man hat hier noch mal immer so ein paar Stellen, also ganz ohne Stellen, gerade bei so einem riesen Nahtvolumen, das kriegt man leider nicht hin. Werde ich noch mal ein bisschen nachschleifen. Schweißen werde ich hier nichts mehr. Jetzt ist das Bauteil kalt, da ist die Rissanfälligkeit wirklich extrem hoch. Ich hatte schon mal ein Bauteil, das habe ich fertig geschweißt und hat jemand so eine kleine Stelle bemängelt, hat gedacht von wegen, ja, er kauft sich einfach so ein paar Gusselektroden und hat mit viel Leistung versucht, die kleine Stelle nachzuschweißen, das ist das Ganze gerissen. Also sollte man wirklich extrem vorsichtig sein, gerade wenn das jetzt so richtig kalt ist. Man schweißt hier wieder, kann hier schnell Spannung entstehen. Ich beschleife das Ganze hier so ein bisschen, mache das Ganze so ein bisschen hübsch und dann kann das Ganze zurückgehen. Also so vom Endergebnis bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Was jetzt noch die Möglichkeit wäre, ist wirklich schön, dass es nirgendwo gerissen ist hier. Sehr schön. Was jetzt natürlich noch die Möglichkeit wäre, wenn man so ein Bauteil verfestigen möchte, dass man hier irgendwo noch Verstrebungen einsetzt. Wäre theoretisch möglich, werde ich jetzt in der Form nicht machen. Eventuell wird der Maschinenschlosser oder der Landmaschinenschlosser, so ist es richtig, der das Ganze wieder bearbeitet, hier nochmal Zwischenstücke reinsetzen. Aber so, ich bin erstmal mit meiner Arbeit fertig. Schleifen ist jetzt nicht nur eine optische Sache. Ich will Kanten weghaben. Kanten sind immer ein Problem in der Schweißtechnik. Auf der anderen Seite will ich mal richtig schön in die Schweißnaht reingucken. Ich habe hier immer noch mal so 2, 3 kleine Stellen. Da könnte ich das Ganze noch ein bisschen tiefer schleifen. Das will ich natürlich verhindern. Hier habe ich auch noch mal eine Stelle. Aber im Prinzip habe ich eine sehr saubere Naht. Wenn man hier in die Naht reinguckt, das ist alles ordentlich, das ist sauber, das sieht wirklich gut aus. Da sind keine Risse, da sind keine Bindefehler. Das sind wirklich so die zentralen Punkte, wenn man sowas schweißt, was man da wirklich beachten sollte. Ich hoffe, mit diesem kleinen Video konnte ich euch das Thema Gussschweißen und Gussreparaturen näher bringen, weil wenn man ein paar Sachen beachtet, ist es wirklich nicht so schwierig und man kann schnell tolle Ergebnisse erzielen. Man muss sich nicht gleich an so ein großes Projekt ranwagen, aber auch viele kleine Projekte warten auf eure Reparatur. Dazu empfehle ich, wie gesagt, gute Elektroden, vernünftige Schweißtechnik und was ihr dazu braucht, das verlinke ich immer in der Beschreibung. In diesem Sinne, viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.